Wann ist uns eigentlich abhanden gekommen, dass ein guter Tag keine großen Siege braucht? Vielleicht deshalb, weil wir verlernt haben, dem Leisen zu vertrauen, wenn das Laute uns ständig erschöpft. Ich stand an Punkten, an denen jede Strategie und jeder Plan einfach zerfallen sind. Und es gab Tage, da hat der Schneeregen alles versucht, um mich klein zu kriegen. Vielleicht beginnt ein guter Tag gar nicht dort, wo etwas Großes gelingt. Vielleicht beginnt er viel früher, viel tiefer unten, an einer Stelle, an der fast niemand hinschaut. Bei einer Handvoll Haferflocken zum Beispiel, nach so vielen Kilometern, dass Zahlen längst nichts mehr erzählen. In einer Hütte am Nordkalottläden, irgendwo zwischen Kälte, Hunger und dem langsamen Eindruck, die Welt bestehe nur noch aus Wind, Stein und den Dingen im Rucksack. Und dann liegen da Haferflocken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Plötzlich wird daraus etwas Feierliches. Etwas, das nach Zuhause aussieht, obwohl keins in der Nähe ist. Es ist merkwürdig, wie klein Freude sein darf und wie groß sie trotzdem wird. Ein Ofen in einer Hütte, in dem man keinen erwartet. Nasse Socken, die über Nacht doch noch trocken werden. Butter und Kartoffelpüree nach einem Tag, an dem der Schneeregen alles versucht hat, um einen klein zu kriegen. Schokolade mit Blick auf einen See, der so still daliegt, als hätte er den ganzen Tag nur auf diesen einen Moment gewartet. Man sitzt da, müde, ein wenig schief in sich selbst und schmeckt auf einmal nicht nur Schokolade, sondern Wärme, Glück, Erleichterung und den ganzen Unsinn des Lebens, der manchmal genau im richtigen Augenblick etwas Gutes hervorzaubert. Vielleicht ist das die heimliche Freude der kleinen Dinge, dass sie nie als geplantes Ereignis daherkommen. Sie machen kein Aufheben um sich. Sie stehen nicht am Wegesrand und rufen, »Schau her, jetzt wird es bedeutend, hier bin ich.« Sie sind einfach da. Eine Plastiktüte über nasse Socken in den Schuhen, damit ein Rest Wärme bleibt. Ein lauwarmer Wassersack, den die Sonne den halben Tag geduldig aufgeheizt hat, bis man am Abend unter freiem Himmel duschen kann, mit nackten Füßen im Gras und einem See vor sich, der aussieht, als wüsste er, wie schön das gerade ist. Das Große ist oft laut, das Kleine hat bessere Manieren. Vielleicht liebe ich es deshalb so sehr, weil es sich nicht aufdrängt, weil es einen nicht belehren will, weil es nicht sagt, siehst du, hier ist der Sinn. Es ist eher ein leises Anstupsen. Hey du. Ein kaum merkliches Klopfen. Hier. Das auch noch. Und das. Und das. Ein Auerhahn zum Beispiel, der sehr deutlich findet, dass man auf seinem Weg nichts zu suchen hat. Schon ist der Tag nicht mehr nur lang und kalt, sondern auch komisch. Und wie viel Kraft in Komik liegt, merkt man meist erst, wenn man draußen unterwegs ist und etwas einen aus dem eigenen Ernst herausholt. Rentiere können das auch, vielleicht sogar besser als alle anderen. Ganz gleich, was sie tun, sie sehen immer ein wenig so aus, als hätten sie eben erst beschlossen, aus Spaß in diese Welt zu kommen. Als sei alles ein Spielplatz, jede Kuppe eine Bühne, jeder Sprung ein Einfall. Sie erinnern an etwas, das man als Kind noch wusste und später oft verlernt. Dass Bewegung nicht immer ein Müssen ist, dass man auch einfach da sein und über eine unsichtbare Sache staunen kann. Und dann der Regen, auf Steinen, auf Moos, auf Holz, auf Zeltstoff und auf Kapuzen, auf Seen, auf den vielen kleinen Flächen der Welt. Wenn man die Augen schließt, klingt er manchmal wie Applaus, hat Enno Bunger schon gesungen. Er klingt wie ein freundliches Klatschen für das bloße Dasein, für einen Weg, der gegangen wird, für Blaubeeren am Rand, für Preiselbeeren, die tief im Grün sitzen, als hätten sie sich dort versteckt, für Himbeeren im September weit oben im Norden, wo man sie kaum noch erwartet und sie gerade deshalb wie kleine Wunder zwischen den Blättern hängen. Es gibt unterwegs Dinge, die andere für lächerlich halten, bis genau der Tag kommt, an dem sie gebraucht werden. Eine kleine Tube Endfest zum Beispiel. Wochenlang schleppt man sie mit. Ein unscheinbares, fast albernes Ding zwischen Nahrung, Karten, Stirnlampe und all dem anderen ernsten Zeug. Und dann sitzt da ein Wanderer mit loser Schuhsohle. Und auf einmal ist diese winzige Tube nicht mehr lächerlich, sondern beinahe Zauberei. Solche Momente gefallen mir sehr. Vielleicht, weil sie zeigen, dass Nützlichkeit manchmal erst spät ihre Stunde bekommt.
Vielleicht auch, weil in ihnen etwas Freundliches über die Welt gesagt wird, dass wir einander helfen können mit Dingen, die kaum Platz wegnehmen. Überhaupt ist vieles schön, das geteilt wird. Essen, das andere einem schenken. Ein Stück Brot, etwas Süßes, ein Rest, der für den einen entbehrlich, für den anderen ein Fest ist. 200 Gramm Gummibärchen über Tage aufgehoben, beinahe wie ein geheimer Schatz, bis er endlich den Moment bekommt, an dem der ganze Körper ruft, heute. Heute ist der Tag dafür. Dann schmecken sie nicht wie Gummibärchen, sie schmecken dann nach Entscheidung, nach Belohnung, nach einem kleinen, bunten Übermut mitten in der Wildnis. Vielleicht ist Freude oft nichts anderes als gutes Timing. Auch das Aufwachen gehört dazu. Morgens um 5 die Augen öffnen und sich ärgern, weil es schon so spät ist. Wer sonst würde 5 Uhr morgens für spät halten? Und doch kann genau darin etwas Heiteres liegen, dass man so gerne los will, dass der Tag einen schon ruft, dass draußen vielleicht wieder etwas wartet, das viel zu unscheinbar aussieht, um wichtig zu sein und am Abend genau das ist, woran man sich erinnert. Nicht das große Panorama allein, nicht nur der gewaltige See, die Weite, die Berge, sondern das Kartoffelpüree mit Butter, die trockenen Socken, die Himbeeren, das warme Wasser auf der Haut, der Auerhahn mit seiner Ärgerlichkeit, die Rentiere mit ihrem Spielgesicht, der Regen auf allen Dingen, die kleine Tube Kleber, die Gummibärchen, die lange keine Gummibärchen sein durften. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass ein gutes Leben vielleicht gar nicht aus den wenigen großen Höhepunkten besteht, über die man später mit ernster Stimme erzählt: So, liebe Kinder, nun setzt euch hin und hört gut zu. Ich erzähle euch nun von meinen großen Abenteuern. Vielleicht besteht es viel eher aus diesen winzigen, beinahe heimlichen Freunden, die den ganzen Tag verwandeln, ohne viel Lärm zu machen. Sie heben die Welt nicht aus den Angeln, sie rücken sie nur etwas zurecht. Ein wenig Licht hier, ein wenig Wärme dort. Ein wenig Staunen an einer Stelle, an der eben noch bloß Müdigkeit war. So wenig oft, so oft erstaunlich viel.